Ein alter, gebrechlicher Mann schlurft durch die schattigen, feuchtkalten Korridore des Topkapi-Palastes. Sein Rücken ist gebeugt, sein Gesicht ein tief zerfurchtes Pergament aus jahrzehntelangem Staatsdienst, seine Hände zittern leicht im fahlen Licht der flackernden Wandfackeln. Die hochgewachsenen, muskulösen Palastwachen und die in Seide gekleideten Wesire blicken mit einer Mischung aus Spott und Mitleid auf diesen Greis herab. Sie glauben, einen harmlosen, leicht lenkbaren Tölpel vor sich zu haben, einen alten albanischen Analphabeten, der als bequeme Marionette für die wahren Machthaber dienen soll. Doch sie alle irren sich auf fatale, tödliche Weise. Wenn dieser Greis wenige Stunden später den kaiserlichen Siegelring an seinen knöchernen Finger steckt, wird er nicht als Diener zurückkehren. Er wird als der rücksichtsloseste, kälteste und blutigste Architekt der osmanischen Staatsräson in die Geschichte eingehen. Die Zeit des Flüsterns, der Intrigen und der Schwäche ist vorbei. Es beginnt das Zeitalter des Balls. Willkommen bei Chronifekt. Hier erzählen wir Geschichte ruhig, sachlich und im Zusammenhang. Um die absolute historische Notwendigkeit und die unbarmherzige Brutalität der nun folgenden Köprülü-Restauration in ihrer gesamten Tiefe zu verstehen, müssen wir die demografische und geografische Apokalypse analysieren, in der sich das Osmanische Reich im Spätsommer des Jahres 1656 befindet. Das Reich, das theoretisch noch immer rund 30 Millionen Menschen auf 3 Kontinenten umfasst, ist zu einer hohlen, in sich kollabierenden Schale verkommen. Die Hauptstadt Istanbul ist ein überbevölkerter, hungernder Albtraum. Mit weit über 700.000 Einwohnern gleicht die Metropole am Bosporus einem riesigen, brodelnden Kessel, dem der Deckel gewaltsam abgerissen wurde. Die Demografie Istanbuls ist durch die jahrzehntelange Anarchie völlig aus den Fugen geraten. Die militärische Kaste, allen voran die Janitscharen und die elitäre Kavallerie der Sipahis, hat sich wie ein bösartiger Tumor in den zivilen Körper der Stadt gefressen. Sie sind keine kasernierten Soldaten mehr. Sie kontrollieren die Bäckereien, die Zollstationen, die Schlachthöfe und die Märkte. Sie erpressen Schutzgelder von den armenischen und griechischen Händlern und dominieren das wirtschaftliche Leben durch pure physische Einschüchterung. Da die Staatskasse nach dem Wahnsinn Ibrahims und dem endlosen, ressourcenfressenden Krieg um Kreta absolut leer ist, wird die Silbermünze, der Akçe, massiv entwertet. Diese Hyperinflation trifft die einfache Bevölkerung mit vernichtender Wucht. Die Gassen stinken nach Unrat und Verzweiflung, während sich Zehntausende hungernde Handwerker, Flüchtlinge aus Anatolien und desertierte Soldaten zu radikalen, unkontrollierbaren Mobs zusammenrotten. Geografisch steht das Reich kurz vor der völligen Implosion. Das Herzstück der osmanischen Logistik, die Meerenge der Dardanellen, wird von der venezianischen Kriegsflotte eisern blockiert. Kein ägyptisches Getreideschiff kann die Hauptstadt erreichen. Das Marmara-Meer, das geografische Vorzimmer des Sultans, ist zu einem venezianischen See geworden. Doch die geografische Katastrophe beschränkt sich nicht auf das Meer. In den weiten, trockenen Ebenen Anatoliens haben sich mächtige Provinzgouverneure und abtrünnige Generäle zu unabhängigen Warlords aufgeschwungen. Sie kommandieren Privatarmeen von Zehntausenden Reitern, erheben eigene Steuern und lachen über die Befehle aus Istanbul. Im Norden, in den dichten Wäldern und Bergen Siebenbürgens, der Walachei und Moldawiens, wittern die Vasallenfürsten die Schwäche des sterbenden Giganten und bereiten den offenen Aufstand vor. Das Machtzentrum selbst, der Topkapi-Palast, ist zu einem geografischen Symbol der Ohnmacht degradiert worden. Auf dem Thron sitzt Mehmed IV., ein junger, völlig überforderter Knabe, dessen Kindheit von Meutereien, Hinrichtungen und dem Trauma des Mordes an seiner eigenen Großmutter Kösem Sultan geprägt ist. Die tatsächliche Regentschaft führt seine Mutter, Turhan Sultan. Sie steht vor den Trümmern des Reiches. Die Wesire, die sie ernennt, überleben oft nur wenige Wochen, bevor sie von meuternden Soldaten in Stücke gerissen oder aus Inkompetenz abgesetzt werden. Die osmanische Welt ist ein zersplitterter, blutender Körper. In dieser geostrategischen und demografischen Verzweiflung fasst Turhan Sultan einen Entschluss, der das Schicksal der Weltgeschichte drehen wird. Sie sucht nach einem Mann, der nichts mehr zu verlieren hat und dessen Herz kalt genug ist, um das Reich durch ein Meer aus Blut zu retten. Im September 1656 wird ein alter Mann in die tiefsten, bestens bewachten Gemächer von Turhan Sultan gerufen.
Sein Name ist Köprülü Mehmet Pascha. Er stammt ursprünglich aus einem kleinen Dorf in Albanien, wurde als Junge durch die Knabenlese in den Palastdienst geholt und hat sein gesamtes Leben in den bürokratischen und militärischen Mühlen des osmanischen Apparates verbracht. Er ist zu diesem Zeitpunkt fast 80 Jahre alt. Er kann weder fließend lesen noch schreiben, sein Körper ist von den Strapazen der Feldzüge gezeichnet. Am Hof gilt er als ein Relikt, als ein sturer, aber unbedeutender Provinzbeamter. Doch Turhan Sultan, eine der brillantesten Analytikerinnen der Macht, sieht in den Augen dieses Greises etwas, das all den elitären, parfümierten Wesiren in Istanbul fehlt: absolute, unerschütterliche Härte und eine völlige Gleichgültigkeit gegenüber dem eigenen Tod. Als Turhan dem alten Köprülü das Amt des Großwesirs und den kaiserlichen Siegelring anbietet, geschieht etwas Ungeheuerliches. In der gesamten Geschichte des Osmanischen Reiches war das Amt des Großwesirs ein Geschenk des Sultans, das mit absoluter Unterwerfung und Dankbarkeit angenommen wurde. Doch Köprülü Mehmet kniet nicht demütig nieder. Er blickt der mächtigsten Frau der Welt in die Augen und stellt Bedingungen. Es ist ein politischer Pakt, der die Verfassungsrealität des Reiches für immer verändern wird. Der alte Mann fordert 4 absolute, unantastbare Garantien. Erstens, jede seiner Entscheidungen, jedes Todesurteil und jede Ernennung muss vom Sultan ohne Widerrede gebilligt werden. Zweitens, er allein entscheidet über die Besetzung aller staatlichen und militärischen Ämter, niemand sonst darf Günstlinge platzieren. Drittens, kein anderer Minister oder Höfling darf direkten, geheimen Zugang zum Sultan haben, um gegen ihn zu intrigieren. Und viertens, sollte es Beschwerden oder Verleumdungen gegen ihn geben, darf der Sultan diesen kein Gehör schenken, ohne Köprülü zuvor persönlich anzuhören. Turhan Sultan erkennt die Tragweite dieser Forderungen. Köprülü verlangt nichts Geringeres als die absolute, diktatorische Vollmacht über das größte Reich der Erde. Er verlangt, dass die Sultansfamilie die aktive Politik vollständig aufgibt. In einem Moment von bitterem, pragmatischem Realismus akzeptiert Turhan. Sie schwört im Namen ihres jungen Sohnes einen heiligen Eid auf diese 4 Bedingungen. Mit diesem Eid verschiebt sich die geografische Machtachse der osmanischen Welt. Die Herrschaft wandert aus den abgedunkelten, von Eunuchen bewachten Fluren des Harems im Topkapi-Palast hinüber in den Stadtpalast des Großwesirs, die sogenannte Bab Ali, die Hohe Pforte. Von diesem Tag an wird das Osmanische Reich nicht mehr von Monarchen, sondern von einer eiskalten, bürokratischen Militärdiktatur regiert. Köprülü Mehmet Pascha verlässt den Palast mit dem goldenen Siegelring. Er weiß, dass er ein Himmelfahrtskommando übernommen hat. Die Straßen sind voller bewaffneter Meuterer, die Staatskasse ist ein leeres Loch und die venezianischen Kanonen donnern in der Ferne. Doch der alte Albaner hat nicht vor, zu verhandeln, zu bestechen oder zu beschwichtigen. Er hat die Anatomie der Anarchie studiert und seine Diagnose lautet, dass die Krankheit nur mit dem nackten Stahl herausgeschnitten werden kann. Er ruft die stummen Henker des Palastes zu sich, lässt die Beile schärfen und bereitet sich darauf vor, Istanbul in einen gigantischen, eisernen Schlachthof zu verwandeln. Die Amtszeit des Köprülü Mehmet Pascha beginnt mit einem Donnerschlag, der die überhebliche militärische Elite Istanbuls in absolute Schockstarre versetzt. Die Kavallerie der Sipahis, die jahrelang den Palast terrorisiert und Wesire ermordet hatte, hält den neuen Großwesir für einen schwachen alten Mann. Sie fordern lauthals noch mehr Sold und verweigern den Gehorsam. Köprülü lädt die Rädelsführer und hochrangigen Offiziere der Kavallerie unter dem Vorwand einer friedlichen Lohnverhandlung in einen geschlossenen Hof seines Palastes ein. Als die überheblichen Offiziere eintreffen, fallen die schweren Holztore hinter ihnen ins Schloss. Aus den Schatten treten keine Schreiber mit Geldsäcken, sondern hunderte bewaffnete und absolut loyale Wächter. Auf einen einzigen, stummen Wink des alten Großwesirs beginnt das Gemetzel. Die Offiziere werden an Ort und Stelle niedergemetzelt oder stranguliert. Dies ist kein isolierter Vorfall, es ist der Auftakt zu einem industriellen Massenmord im Namen der Staatsräson. Köprülü etabliert ein Regime des puren, erstickenden Terrors. Er schickt seine Spione in jede Teestube, jeden Bazar und jede Kaserne der Millionenmetropole. Wer in den vergangenen Jahren an Meutereien beteiligt war, wer Staatsgelder veruntreut hat oder wer auch nur ein unbedachtes Wort gegen die neue Ordnung flüstert, wird in der tiefsten Nacht aus seinem Bett gezerrt.
Das Blockbuster-Szenario dieser Nächte ist von albtraumhafter Präzision. Das dumpfe Marschieren der Bostanchi, der kaiserlichen Wächter, hallt über das Kopfsteinpflaster. Türen werden eingeschlagen, es gibt keine Gerichtsverhandlungen, keine Anwälte und keine Gnade. Die Verurteilten werden an den Füßen mit schweren Steinen beschwert, in Säcke genäht und in die kalten Fluten des Bosporus geworfen. Man erzählt sich, dass das Goldene Horn in diesen Monaten so voller Leichen war, dass die kleinen Fischerboote Schwierigkeiten hatten, durch das Wasser zu navigieren. Doch Kyprylus Säuberung macht nicht vor dem Militär Halt. Er richtet seinen eiskalten Blick auf eine radikale demografische Gruppe, die das gesellschaftliche Klima der Hauptstadt vergiftet hat, die Kadizadelis. Diese puritanische, fanatische religiöse Bewegung hatte in den Jahren der Anarchie enormen Zulauf erhalten. Sie predigten einen extremen, intoleranten Islam, forderten das Verbot von Kaffee, Tabak und Musik und stürmten die Konvente der friedlichen Sufi-Derwische, um deren rituelle Tänze gewaltsam zu unterbinden. Die Kadizadelis glaubten, ihre religiöse Aura mache sie unantastbar. Sie zogen mit tausenden fanatisierten Anhängern bewaffnet durch die Straßen. Kyprülü Mehmet Pascha verabscheut religiösen Fanatismus, der die staatliche Ordnung gefährdet. Für ihn gibt es keine theologische Immunität, nur die eiserne Doktrin des Staates. Er lässt die Anführer der Kadizadelis kurzerhand von loyalen Truppen verhaften. Als die Fanatiker ihn mit dem Zorn Gottes bedrohen, antwortet Kyprülü nur mit eisigem Schweigen. Er lässt die Rädelsführer in Ketten legen und auf Galeeren verfrachten. Er verbannt sie auf die ferne Insel Zypern, weit weg vom Machtzentrum. Mit diesem genialen, blutlosen Schlag bricht er das Rückgrat des religiösen Extremismus in der Hauptstadt. Istanbul, die Stadt, die jahrelang vor Anarchie geschrien hatte, verstummt. In der Metropole herrscht plötzlich eine Friedhofsruhe. Über 30.000 Menschen, vom einfachen Soldaten bis zum höchsten Minister, lässt Kyprülü in seiner 5-jährigen Amtszeit hinrichten. Er saniert die Staatskasse mit den konfiszierten Vermögen der Getöteten und stabilisiert die Währung. Die Hauptstadt ist befriedet, die Angst hat gesiegt. Nun wendet der alte Mann seinen Blick auf die brennenden Provinzen. Die Geografie der Rebellion ist gewaltig, doch Kyprülü Mehmet geht mit der Präzision eines Chirurgen vor. Zunächst richtet sich sein Augenmerk nach Norden. In Siebenbürgen hat der ehrgeizige Fürst Georg Rákóczi II. Die Schwäche des Osmanischen Reiches genutzt, um eigenmächtig und gegen den ausdrücklichen Befehl Istanbuls einen Feldzug gegen Polen zu führen. Für Kyprülü ist dies ein unverzeihlicher Akt des Ungehorsams. Eine Vasallenprovinz, die eigene Außenpolitik betreibt, ist ein Krebsgeschwür. Der alte Großvezier setzt die frisch disziplinierte, in blutiger Härte geschmiedete osmanische Armee in Marsch. Die Truppen überqueren die Donau, schlagen die ebenbürgischen Heere vernichtend, setzen Rákóczi ab und verwüsten das Land als furchtbare Warnung an alle anderen Balkanfürsten. Die Nordgrenze ist durch pure Gewalt wieder zementiert. Doch die weitaus gefährlichere, demografisch massivere Bedrohung lauert im Osten, in den endlosen Ebenen Anatoliens. Hier hat sich Abaza Hasan Pascha, ein extrem charismatischer und mächtiger Gouverneur, erhoben. Er hat den Hass der überlebenden Sipahis und der Provinzmilizen auf den Großvezier gebündelt und eine gigantische Rebellenarmee von fast 80.000 Mann aufgestellt. Seine Forderung ist simpel und absolut: Der Kopf von Kyprülü Mehmet Pascha muss fallen. Es ist die größte innerosmanische Bedrohung seit Jahrzehnten. Kyprülüs eigene Armee ist zu diesem Zeitpunkt noch durch den Feldzug in Siebenbürgen gebunden und erschöpft. In einer offenen Feldschlacht auf dem weiten Terrain Anatoliens gegen 80.000 Reiter würde der alte Großvezier zweifellos vernichtet werden. In dieser ausweglosen geografischen Lage greift Kyprülü zu seiner tödlichsten Waffe, der psychologischen Kriegsführung und dem absoluten, skrupellosen Verrat. Er sendet einen seiner loyalsten und listigsten Kommandeure, Ismail Pascha, nach Anatolien, nicht um zu kämpfen, sondern um zu verhandeln. Der Winter bricht herein, die Temperaturen fallen, und die Rebellenarmee von Abaza Hasan Pascha muss im nordsyrischen Aleppo ihr Winterquartier aufschlagen. Ismail Pascha nutzt die kalte Jahreszeit für ein brillantes Schauspiel. Er schwört den Rebellenführern auf den Koran, dass der Sultan ihnen vollständige Begnadigung, reiche Ländereien und hohe Posten gewähren werde, wenn sie die Waffen niederlegen.
Er schmeichelt ihnen, er fälscht kaiserliche Erlasse und sät Misstrauen unter den Offizieren der Rebellen. Abaza Hasan Pascha, zermürbt vom Winter und geblendet von der Aussicht auf Macht, begeht den fatalsten Fehler seines Lebens. Er glaubt den heiligen Eiden. Im Februar 1659 werden Abaza Hasan und seine 30 höchsten Generäle zu einem prunkvollen Festmahl in das Zelt von Ismail Pascha in Aleppo eingeladen, um den Frieden feierlich zu besiegeln. Das Bankett ist opulent, das Essen reichlich. Doch als die Rebellenführer ihre Waffen ablegen und sich auf die seidenen Kissen setzen, gibt Ismail Pascha ein leises Signal. Aus den Schatten hinter den Wandbehängen stürmen plötzlich Dutzende Assassinen mit gezogenen Krummsäbeln. Das Festmahl verwandelt sich in Bruchteilen von Sekunden in ein blutiges Gemetzel. Schreie hallen durch die kalte syrische Nacht, während die Führer der größten Rebellion Anatoliens wie Vieh abgeschlachtet werden. Ihre abgetrennten Köpfe werden eingesalzen, in Fässer mit Honig verpackt und auf schnellen Pferden als Trophäen an den Hof des Köprülü Mehmed Pascha nach Istanbul geschickt. Ohne ihre Anführer zerfällt die 80.000 Mann starke Rebellenarmee augenblicklich in Staub. Der Staat hat sein absolutes Monopol auf Gewalt durch Verrat, Blut und List zurückerobert. Im Spätherbst des Jahres 1661 liegt Köprülü Mehmed Pascha auf dem Sterbebett. Der Körper des Mannes, der das Osmanische Reich aus dem Grab gerissen hat, gibt schließlich auf. In seinen letzten Stunden lässt er den jungen Sultan Mehmed IV. An sein Bett rufen. Der eiserne Greis flüstert dem Monarchen 4 letzte, fundamentale Ratschläge ins Ohr, die das geopolitische Überleben der Dynastie sichern sollen. Erstens, höre niemals auf den Rat einer Frau in Staatsangelegenheiten. Zweitens, lasse niemals zu, dass ein Untertan zu großen Reichtum anhäuft. Drittens, halte die Staatskasse um jeden Preis gefüllt. Und viertens, lasse die Armee niemals untätig in den Kasernen ruhen, sondern halte sie stets auf Feldzügen beschäftigt. Als der alte Albaner schließlich die Augen schließt, stirbt der blutigste Retter des Reiches. Doch sein Tod stürzt das Reich nicht zurück in die Anarchie. In einem beispiellosen Bruch mit der osmanischen Tradition erbt sein Sohn, Fazil Ahmed Pascha, das Amt des Großveziers. Eine eigentliche Meritokratie wird hier für einen Moment durch eine dynastische Erbfolge im Vezirat ersetzt. Doch Fazil Ahmed ist kein schwacher Erbe. Er ist erst 26 Jahre alt, im Gegensatz zu seinem Vater hochgebildet, ein brillanter Theologe und Philosoph, und er verfolgt einen grundlegend anderen Ansatz der Demokratie und Machtausübung. Wo der Vater das Reich mit dem Ball terrorisierte und säuberte, wird der Sohn es durch brillante Verwaltung, gerechtere Steuern und kluge Diplomatie stabilisieren. Die gnadenlose Fundamentalarbeit des Vaters ermöglicht es Fazil Ahmed, auf einem festen, wenn auch blutgetränkten Boden aufzubauen. Fazil Ahmed Pascha befolgt den letzten Rat seines Vaters bedingungslos, er setzt die gewaltige, nun perfekt gedrillte Militärmaschinerie in Bewegung. Der Blick des Reiches richtet sich wieder nach Europa. In den frühen 1660er Jahren marschiert Fazil Ahmed mit einer gigantischen Armee gegen das Habsburger Reich. Die osmanische Kriegswalze belagert die strategisch unschätzbar wichtige Festung Neuhausel im heutigen Slowakei. Das ohrenbetäubende Brüllen der osmanischen Artillerie, der disziplinierte, unaufhaltsame Vormarsch der Linieninfanterie und die meisterhafte Logistik des jungen Großveziers zwingen die Festung in die Knie. Der Fall von Neuhausel schockiert Europa bis ins Mark. In Europa prägt sich in dieser Zeit das ehrfürchtige Sprichwort „stark wie ein Türke vor Neuhausel". Obwohl die osmanische Armee im darauffolgenden Jahr in der Schlacht bei Mogersdorf, auch bekannt als die Schlacht bei St. Gotthard, durch eine vereinigte europäische Streitmacht einen taktischen Rückschlag erleidet, beweist Fazil Ahmed seine überragende diplomatische Genialität. Im Frieden von Eisenburg, dem Waswa-Vertrag von 1664, diktiert er den Habsburgern aus einer Position der Stärke heraus die Bedingungen. Das Osmanische Reich behält alle Eroberungen, festigt seine geografische Dominanz in Osteuropa und zwingt den Kaiser zu massiven Tributzahlungen. Das Reich der Osmanen ist nicht nur gerettet, es ist unter der Führung der Köprülü-Dynastie wie ein gewaltiger, furchterregender Phönix aus seiner eigenen Asche aufgestiegen und erreicht einen neuen, eiskalten Zenit seiner imperialen Macht. Frage an dich: Welchen Aspekt dieses Themas fandest du am überraschendsten? Schreib es uns gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuhören.
Im nächsten Kapitel sehen wir, wie die ungebrochene osmanische Expansion unter den Erben der Köprülü-Dynastie ihre absoluten, geografischen Grenzen sprengt, riesige Gebiete in Osteuropa verschlingt und das Reich auf seine historisch maximale Ausdehnung treibt, bevor sich der Blick unausweichlich auf das goldene Herz Europas richtet.